Hallo und herzlich willkommen zur Fortbildung Open Innovation Managerin. In diesem Modul befassen wir uns mit dem Thema Open Innovation mit Verwaltung und Gesellschaft. Zur Verwaltung gehört im Kern der gesamte öffentliche Sektor, zum Beispiel die Stadtverwaltung mit der Oberbürgermeisterin bzw. dem Oberbürgermeister an der Spitze, die Dezernate und Ämter. Hinzu kommen städtische Betriebe und Einrichtungen, kommunale Unternehmen, die Stadtwerke, die Verkehrsbetriebe oder auch die Regionalentwicklung. Auch die Politik spielt eine große Rolle. Relevante Akteure sind der Rat der Stadt mit den politischen Fraktionen, die Ausschüsse und Räte sowie die politischen Parteien und MandatsträgerInnen. Zum Begriff Gesellschaft gehören hier zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Stiftungen, zum Beispiel Bürgerstiftungen. Hinzu kommen soziale Einrichtungen, Kunst, Kultur und Sport. Für die offene Zusammenarbeit von mittelständischen Unternehmen und Verwaltung und Gesellschaft zeigen sich zum Beispiel folgende Schwerpunkte. Erster Schwerpunkt: Open Data und Datenmarktplätze. Viele Städte entwickeln sich zu sogenannten Smart Cities. Die in diesem Zusammenhang geschaffenen digitalen Zugänge und Schnittstellen ermöglichen den digitalen Zugriff auf zahlreiche öffentliche Daten, die sonst mühevoll manuell erfragt werden mussten. Hinzu kommen öffentliche Sensoren, die die Erfassung großer Datenmengen im öffentlichen Raum ermöglichen. Diese Daten können für Unternehmen große Relevanz haben, können sie doch zum Beispiel digitale Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger entwickeln. Daher gehen immer mehr Kommunen dazu über, die Daten zur Nutzung zu veröffentlichen. Auf sogenannten Datenmarktplätzen werden diese Daten sogar gehandelt, wobei auch Kommunen von Datensätzen, die durch Unternehmen veräußert werden, profitieren können. Zweiter Schwerpunkt: Reallabore. Stadtverwaltungen müssen heutzutage zahlreiche Herausforderungen meistern. Mobilitätswandel, Klimawandel und Umweltschutz oder der Weg zur Smart City. In der Regel verfügt die Stadtverwaltung über die Entwicklungskonzepte, aber nicht über die Technologien und Leistungen, die es zur Umsetzung braucht. Immer mehr Verwaltungen gehen daher zu städtischen Reallaboren über, in denen die neuen Technologien erprobt werden. Sie stellen den Unternehmen also echte Testräume zur Verfügung, zum Beispiel für Produkte aus dem Bereich Mobilität oder für Smart Cities, Sensoren, Smart Lighting und so weiter. Hinterher profitieren beide Seiten davon. Dritter Schwerpunkt: gemeinsame Stadtentwicklung. Die eben angesprochenen gesellschaftlichen Entwicklungen, mit denen Städte sich auseinandersetzen müssen, sind in der Regel zu komplex, als dass sie von einem Amt oder einer Behörde allein gelöst werden können. Stadtverwaltungen gehen daher dazu über, die Expertise aus der Stadtgesellschaft einzubeziehen. Dazu gehören zum Beispiel Hochschulen, die im jeweiligen Themengebiet forschen. Dazu gehören sicherlich auch zivilgesellschaftliche Organisationen bzw. die Bürgerinnen und Bürger selbst. Ganz sicher gehören dazu aber auch Unternehmen oder Start-ups, die wertvolle Informationen zur Ausgestaltung der Stadtentwicklung beitragen können. Sollte ein geeigneter Anlass für eine Kooperation mit Verwaltung oder Gesellschaft gefunden sein, so stellt sich die Frage, welche Formen oder Formate für die Kooperation geeignet sein können. Dabei können wir 3 Kategorien hervorheben: Räume, Plattformen und Methoden. In Bezug auf Räume ist zu merken, dass die Verwaltung zur Förderung von Innovation in immer mehr Städten Orte für die Zusammenarbeit verschiedener Teile der Stadtgesellschaft errichtet. Hier können auch Unternehmen eine Rolle spielen und in einen interessanten Austausch treten. Früher wurde ein solcher Austausch häufig in Wissenschafts- oder Technologieparks vorangetrieben. Heutzutage geschieht dies vermehrt in Innovationsbüros, Stadtlaboren oder ähnlichen Einrichtungen, die sich in der Regel gut zugänglich im Stadtzentrum befinden. Eine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Verwaltung stellen digitale Plattformen dar. Hier kann gemeinsam an Lösungen für bestimmte Herausforderungen gearbeitet werden. Zudem gibt es auch verschiedene Methoden, die in Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Verwaltung durchgeführt werden können.
Zu nennen sind hier sogenannte Hackathons oder Barcamps, bei denen fokussiert an bestimmten Fragestellungen gearbeitet wird. Es stellt sich nun die Frage, welche Chancen und Herausforderungen eine offene Innovationsbeziehung mit Startups oder anderen Unternehmen bietet. Zu den Chancen einer Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung gehört für mittelständische Unternehmen mit Sicherheit der große Hebel in der Stadtentwicklung. Mobilitätswandel oder Smart City-Projekte sind in der Regel technologisch und finanziell umfangreich und machen eine vertiefte Auseinandersetzung und gemeinsame Technologieentwicklung lukrativ. Zudem kommen in solchen Kooperationen unterschiedliche Kompetenzbereiche zusammen. Auf der einen Seite die Unternehmen mit ihrer Expertise in Bezug auf Technologien, neue Lösungsansätze, Markt- und Kundenverständnis. Auf der anderen Seite die Verwaltung, die nah an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger sowie guten Lösungsansätzen in anderen Städten ist. Im Zusammenlegen dieser Kompetenzen liegen große Potenziale für innovative Lösungen. Zu den Herausforderungen gehört mit Sicherheit die sehr unterschiedliche Funktionsweise von Unternehmen und Verwaltung. Es müssen zum Beispiel geeignete Formate gefunden werden, um Austausch zu ermöglichen. Vertraglich betrachtet bestehen Möglichkeiten, zum Beispiel die Public-Private Partnerships. Allerdings besteht sicherlich der Wunsch, auch mal einen niedrigschwelligeren Austausch durchzuführen. In diesem Rahmen ist auch zu nennen, dass Kommunen bzw. Stadtverwaltungen häufig dem Ausschreibungsrecht unterliegen und einzelne Unternehmen nicht bevorteilen dürfen. Hier gilt es, einen möglichen Spielraum zu identifizieren. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Open Innovation mit Verwaltung und Gesellschaft dabei waren. Schauen Sie sich auch die anderen Module unserer Fortbildung Open Innovation Manager an.